Spirit of Yoga bedeutet der Geist des Yoga. Alles ist Yoga. Yoga ist überall. Ja, in dem Film seht ihr natürlich meine Geschichte. Es ist ja auch meine Sichtweise vom Film. Und wir hatten uns auch entschieden, einen anderen O-Ton von mir zu nehmen. Wir hatten erst einen anderen produziert, sind aber dann zu der Feststellung gekommen, dass wir doch nochmal neu produzieren werden. Und dann haben wir uns das vorgenommen und haben gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn ich quasi durch diesen Film führe und dann eben immer die Interviewpartner auch natürlich zu besprechenden Themenbereichen interviewe. Spirit of Yoga kam zu uns, nachdem wir den ersten Film gedreht haben. Wir hatten eine Episode in dem ersten Film, die ging um Yoga. Und die hat mir sehr viel bedeutet, da ich sehr viel mit Diana schon zusammen gedreht habe, was Yoga angeht. Und die Episode kam zurück und hat mich so weggeflasht, wie gut Diana da drin Yoga macht, wie sie sich gibt und diese Ausstrahlung, die sie in diesem Film, also in dieser Episode hatte, hat mich so weggebeamt. Habe ich mir gedacht, hey, da steckt so viel Potenzial dahinter und Knowledge. Und Diana ist ja wie ein Teacher und sie liebt es, ihre Gabe auch weiterzugeben. Und da kam mir die Idee so, hey, wir könnten zusammen einen kompletten Film, der dedicated ist zu Yoga. Und dann ist The Spirit of Yoga entstanden. Dass wir jetzt einen ganzen Film von Yoga gedreht haben, ist dadurch entstanden, dass wir in unserem ersten Film einen Yoga-Teil hatten und der sehr gut ankam und Yoga meine Leidenschaft ist. Und Phil meinte, sag mal Diana, was hältst du davon, wenn wir jetzt mal einen ganzen Film über Yoga drehen? Und da ist mein Herz aufgegangen. Yoga bedeutet mir alles. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Phil diesen Yoga-Film drehen durfte. Die Story trägt einen von Anfang bis Ende durch. Und Diana hat so schön erwähnt, dass es ja geplant war, eine Serie zu machen wieder, auch mit 4 Teilen. Aber wir haben dann beide im Schnitt gemerkt, dass das nicht funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, weil jeder von den Interviewgästen, die wir hatten, von den Lehrern und Meistern, die haben so tief gesprochen, dass wir gesagt haben, dass es blöd ist, wenn der eine zu weit hinten ist. Und dann kam uns die Idee nach langem Brainstorming, haben sehr lange drüber nachgedacht, so okay, wir entscheiden uns jetzt, diese Webserie umzuwandeln in einem Doku-Film. Natürlich, was passiert dann, wenn man den Plan komplett umschmeißt, ist, dass wir hatten so viel Footage, dass wir erst mal richtig puzzeln mussten. Wir haben stundenlang das immer wieder angeguckt und dann fängst du alles hin und her zu schieben. Und dann kam uns die Idee, dass man alles einfach mischt. Jetzt kommt der Key. Wir haben was gebraucht, das einen Faden durchzieht. Und dann hatten wir die Idee, dass wir Diana ihre Yoga-Story erzählt. Und das Schöne ist, das ging dann perfekt auf, weil sie beim Sri Ram Ausbildung gemacht hat. Und dann kam uns die Idee, oh ja, cool, sie kann dann auf den Sri Ram überleiten. Und so haben wir dann halt das immer weitergemacht, dass Diana erzählt ihre Story über Yoga, aber sie erzählt dann auch über Meister und Lehrer, die sie in ihrem Lauf inspiriert haben. Deswegen taucht sie immer wieder auf und man hat den Faden, der immer komplett durchgeht von Anfang bis Ende.
lausche nach innen. Nimm dir die Zeit zu spüren, wie geht's dir. Wie bin ich zu... Hugo, komm mal her. Hugo! 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 Hallo? Kommst du jetzt mal hier? Schöner Outtake. Das ist geiler Outtake. Du hörst bestimmt. Wie ist die Zusammenarbeit mit der lieben Diana? Es ist ein Traum. Ich habe mir immer gewünscht, eine Person wie Diana kennenzulernen. Sie ergänzt mich perfekt. Es geht alles in Hand und Hand. Sie hat das Verständnis, die Reife, sie versteht das Handwerk, weil wir beide zusammenarbeiten. Wir bouncen Ideas immer hin und her. Wir bauen aufeinander auf, wir pushen uns gegenseitig. Wir haben das Fire, das Spark ist in unserem Herzen drin. Ihr macht es genauso viel Spaß, Filme zu drehen wie mir. Es ist ein Traum. Und ich danke ihr von Herzen, dass ich das verwirklichen darf mit ihr zusammen. Ich kann es nicht glauben, dass jetzt der zweite Film fertig ist. Es ist der Wahnsinn, wer hätte es gedacht. Die Zusammenarbeit mit Phil war genauso wie im ersten Teil vertraut. Er ist an meiner Seite. Wenn ich aufgeregt war, ich habe Lehrer von mir besucht, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder nicht im einzelnen Bereich gesehen habe, sondern immer nur in einem Workshop oder in einer Gruppe. Und jetzt waren wir wirklich face to face und ich war sehr, sehr aufgeregt und es hat mir so gut getan, dass Phil an meiner Seite ist und mir diese Ruhe gegeben hat, die ich brauche, um einfach den Film richtig gut machen zu können. Hey Phil. Hey Diana. Wie ist es, mit mir heute ein Interview zu führen? Oh, this is very exciting. We had a lot of fun today. We are here inside the woods, a beautiful location in the middle of Germany. It's amazing here, a lot of stones. We did a hike. We just picked this beautiful spot here. We sat down and we just had a really amazing interview. We had such a great time here. It was very emotional and I can't wait to start editing. Das ist mir diesmal gar nicht so leicht gefallen, dass ich sage, es gibt auch einen Part über mich, über meinen Yoga-Unterricht. Und da kann ich auch wieder nur sagen, danke Phil, dass du mich darin bestärkst, dass Phil von einer anderen Sichtweise gesagt hat, er ist auch in meinem Unterricht, Diana, zeig doch die Situation, wie du deinen Unterricht gestaltest. Und wir wissen alle, es sind ja gerade herausfordernde Zeiten und wir haben es auch diesmal hinbekommen, einen kleinen Ausschnitt aus einer Yogastunde von mir zu zeigen. Und es haben sich sofort Schüler von mir bereit erklärt, ein Interview zu geben. Und ich weiß noch, wie emotional das war und es hat mir so viel bedeutet. Aber es gibt so wunderbare Lehrer und Yoga-Leute da draußen. Und ich hoffe auch, dass es hier nur ein kleiner Ausschnitt ist von dem, was täglich Menschen da draußen so machen. In diesem Film hat sich ein Traum von uns beiden verwirklicht, den wir schon seit dem ersten Film hatten. Und zwar
wollten wir einen eigenen Soundtrack haben. Und siehe da, Kenny, mein Onkel, hat uns eine Nachricht geschrieben, dass er einen Kumpel hat, der den ersten Film komplett gesehen hat. Und diese Person war Dennis. Und Dennis war sowas von begeistert von dem ersten Film, da er auch auf so einer Spiritual Journey ist, schon sehr lange. Der hat auch unser Album gehört. Unser Shakti-Album, das wir aufgenommen haben. Er war so begeistert von uns beiden, dass er gesagt hat, ey, ich möchte gerne mit euch zusammenarbeiten. Er hat uns wortwörtlich geschrieben, dass es für ihn eine Ehre ist, dass er für einen Film einen Soundtrack kreieren darf. Das ist ein Traum von ihm gewesen. Und siehe da, sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir alle eins sind. Und wenn Menschen zusammenkommen und kreativ sind, da spielt Geld oder ich sag mal einfach nichts eine Rolle, sondern die Leute kommen einfach zusammen, weil sie Bock haben, was Kreatives zu machen und es mit der Welt zu teilen. Und das ist einfach der Wahnsinn. Das ist, ich kann es noch nicht ganz glauben. Ja. Unser größter Traum von dem ersten Film an ist, dass wir einen eigenen Soundtrack haben. Und ja, es ist ein Geschenk vom Universum, weil jetzt kriegen wir einen eigenen Soundtrack. Jetzt haben wir einen eigenen Soundtrack bekommen. Und oftmals ist es ja so, wenn du dir was wirklich von Herzen wünschst und es manifestierst, dann geht es in Erfüllung. Und wir haben ja schon einen ganz großen Partner an unserer Seite, den Kenny aus USA. Und Kenny hat uns angerufen und hat gesagt, wie wäre es denn? Er hat einen Freund, der Musiker ist. Und der hat unseren ersten Film gesehen. Der folgt uns auf YouTube, der folgt uns auf Instagram, also auf den Kanälen, wo man ja, viel von uns sieht. Und er hat sich verliebt in uns und er hat einfach sich bereit erklärt, jetzt den Soundtrack zu machen. Und wir haben viele Sachen aufgenommen, Phil und ich, Stimme, die Mantras, Phil beatboxt. Und wir wollten das schon immer machen, aber wir wussten einfach nicht wie, weil wir sind mit dem Film beschäftigt gewesen. Und jetzt nochmal ein großes Fass aufzumachen, das geht einfach nicht alles. Und wir sind so froh, dass wir jetzt Dennis an unserer Seite haben. Und dann hat er uns ein kleines Fitzelchen geschickt. Und wir waren so baff und wir freuen uns so sehr, dass wir jetzt unseren eigenen Soundtrack haben. Also ein ganz großer Wunsch, ein ganz großer Traum ist in Erfüllung gegangen. Ja, wie fühlt man sich, so ein Feedback zu bekommen, dass es eine Ehre ist, mit einem zusammenzuarbeiten, der komplett auf der anderen Seite von der Welt wohnt. Wir sind in Deutschland, Kenny und Dennis wohnen in Amerika, in den USA. Es ist der Wahnsinn, dass Technology es uns heutzutage ermöglicht, egal wo man ist auf der Welt, man trotzdem zusammenkommen kann durch das Internet und sich so austauschen kann und eine Vision, die in deinem oder in den Köpfen von den Menschen ist, zusammenbringt. Deswegen ist es das Schönste, was es gibt, dass das Internet erfunden wurde, weil es ermöglicht mir auch, den Kontakt mit meiner Familie zu halten. Und es ist der Wahnsinn, wir kannten Dennis noch nicht, aber nach dem ersten Austausch mit Dennis war er sofort wie Familie. Und es zeigt mir, dass wir alle miteinander verbunden sind und wir auch alle eins sind. Und das hat mir echt so gut getan, weil er ist so on fire, er ist 200% dabei. Wir haben ihn noch nie face to face gesehen, aber es ist so, als würden wir ihn schon ewig kennen. Meine Aufgabe in dem Film ist es, das Visuelle rüberzubringen, schöne Bilder zu drehen, die Dianas Vision, die in ihrem Kopf ist, nach außen trägt in die Welt. Und ich bin auch für den Schnitt verantwortlich. Und ja, man wird es nicht glauben, Diana und ich haben wieder zu zweit diesen kompletten Film gedreht.
Wir haben eine ganz große Hilfe aus Amerika, die sich um die Tonseite und Musicseite kümmert. Und somit konnten wir beide voll eintauchen und den Film drehen, schneiden. Und Diana konnte sich 100% auf die Yoga-Parts konzentrieren. Der Geist des Yogas bedeutet ja wirklich, dass der Geist des Yogas überall ist. Und in dieser Situation war es wichtig, dass wir natürlich Lehrer oder Gelehrte besucht haben. Und wir waren bei Sri Ram, einer meiner Herzenslehrer, einer, der mich von Anfang an begleitet hat, von Anfang meiner Ausbildung. Und dann unser lieber Babak, der nicht von dieser Welt ist. Das könnt ihr selber hören und sehen, wenn ihr den Film angeschaut habt oder anschaut. Und natürlich Anna, die Grande Dame des Yogas, die Yoga lebt in jeder Zelle. Und es war für mich wichtig, dass es gibt so viele wunderbare Lichtmenschen da draußen, die wir ja einladen könnten, die etwas zu Yoga sagen können. Aber gerade diese Lehrer, die wir besucht haben, die lagen uns sehr, sehr am Herzen. Das ist mir eine schwere Frage, zu sagen, ob es ein Highlight gibt in diesem Film für mich persönlich. Ich würde aber sagen, das Highlight war, dass Phil sich dazu bereit erklärt hat, mit mir überhaupt den ganzen Film zu drehen. Und es war für mich natürlich eine große Verantwortung. Ich bin selber Yogalehrerin und habe so viel mitzuteilen und dass man das alles überhaupt in diese Kürze des Films reinbringt. Von jeder Sekunde dieses Films, jede Sekunde für mich ist ein Highlight. Es war natürlich, würde ich sagen, wirklich der Erste, der zugesagt hat, Sri Ram. Das war für mich eine Bestätigung, dass er gesagt hat, ich darf zu ihm kommen. Das ist natürlich auch eine Bestätigung für mich, dass ich den Weg richtig gegangen bin oder mich auf dem richtigen Weg befinde. Und es war für mich in seinem Garten, in seinem Haus zu sein, ein besonderes Highlight, weil er mit seiner Frau uns so wunderbar begrüßt hat. Und es war ein wunderschöner Sommertag. Er hat ein sehr, sehr schönes Haus im Odenwald. Und wir waren dort wirklich wie Freunde eingeladen. Wir haben den ganzen Tag verbracht. Wir waren zum Essen eingeladen. Wir hatten ein sehr langes Vorgespräch, so wie ich Sri Ram eben kenne. Er möchte genau wissen, er hat sich so Zeit genommen für mich und das war für mich, das war für mich eine Herzensangelegenheit und ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Mein Herz wird warm und ich danke dir, Sri Ram, dass du uns so aufgenommen hast. Aber es gab einen Moment, der sehr anstrengend war. Und zwar, wo wir das Intro gedreht haben. Wir sind mitten in der Nacht, 2 Uhr aufgestanden, haben uns getroffen, sind zusammen zum Drehort gefahren, sind 1,5 Stunden Pitch Darkness einen Berg hochgelaufen. Wir wollten nicht glauben, was uns da passiert ist. Wir hatten eine Powerbank mit Licht, die uns den Weg geleuchtet hat. Ich hatte den Rucksack voll mit der Black Magic,
mit Gear, das so schwer ist, das glaubt ihr nicht. Ja? Nach den ersten 10 Minuten habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich hätte doch nur mit dem iPhone drehen sollen. Worauf haben wir uns hier eingelassen? Die Jana auch so, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh. Und dann laufen wir und wir dachten, okay, das ist ein Weg, der normal ist. Ja, genau. Wir sind dann durch Wege gelaufen, wo wir gedacht haben, ist das ein Weg? Ja? Aber ja, es war ein Weg, weil wir dann geguckt haben, es war angeschildert. Okay, dann sagen wir mal, die letzten 500 Meter waren die anstrengendsten, glaube ich, Meter in unserem Leben. Zwar ging der Berg nicht so, sondern so. Ja? Und mir so, das ist nicht dein Ernst, das muss doch einfacher gehen. Und gucken aufs Navi und das Navi sagt uns dann, ja, da ist der kurze Weg. Von wegen, ja. Phil sagt dann zu Diana, ja cool, komm, wir laufen den kurzen Weg, sind wir schneller oben. Das hätten wir nicht tun sollen. Ich hätte auf Diana hören sollen, weil sie hat gesagt, komm, wir laufen außen rum. Und was war es? Dieser kurze Weg war kein Weg, weil der ging straight durch den Wald, aber richtig den Berg hoch. Und dann kommen wir oben an und dann sehen wir, dass da der Weg war, den Diana eigentlich gehen wollte. Gut. Das Problem war halt, wir wollten den Sonnenaufgang einfangen, haben gegen das Sonnenlicht gekämpft. Wir kommen an, wir waren fertig. Wir wollten einfach nur noch uns hinlegen und sagen, wir konnten, die konnten einfach nicht mehr. Wir mussten uns zusammenreißen, wir mussten sofort das Drehen anfangen. Dann war das Problem, es war noch ein anderes Kamerateam vor Ort. Aber wir sind ja alle professionell, wir haben aufeinander aufgepasst. Wir haben sie kurz fertig drehen lassen, haben uns ganz schnell hingehockt. Und dann haben wir das wunderbare Intro gedreht mit der wunderbaren Aussicht, die ihr jetzt seht, das auch dann das Intro wurde und das Poster und Albumcover und alles Mögliche. Ja, ich bin ja, wie gesagt, auf dem Weg, ja, eine Kamerafrau wirklich zu sein. Ich kann das natürlich nicht ohne die Hilfe von Phil. Und ich habe natürlich auch schon einen gewissen Ehrgeiz, gewisse technische Dinge lernen zu können und lernen zu wollen. Und der Gimbal Walk war für mich wirklich das erste Mal. Und es ist von der Technik her, es ist sehr anspruchsvoll, weil wir natürlich alles zu zweit machen. Und wenn Phil vor der Kamera zu sehen ist natürlich klar, dass ich das Ganze irgendwie stemmen muss. Und es bedeutet mir sehr, sehr viel. Und wir haben natürlich von der Technik her einiges aufgerüstet, was wir uns jetzt einfach über die Zeit, wie wir drehen, einfach gesagt haben, das und das brauchen wir noch. Und das seht ihr hoffentlich in dem Film. Ja, dieses Mal im Schnitt, das war durchaus anspruchsvoll. Wieder anspruchsvoll, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben ein riesen Puzzle an Material und es ist wie unser Baby. Und jetzt zu sagen, wir müssen was kürzen oder wir müssen was komplett umschmeißen. Und diesmal haben wir, würde ich jetzt mal sagen, es war nicht, ja, schwierig ist das falsche Wort, aber wir waren da gestanden und haben gesagt, eigentlich wollen wir wieder Serien machen, wie beim ersten Film. Und dann hatten wir uns das angeschaut, da war ja jeder einzelne Lehrer, der so viel mehr zu sagen hat, natürlich, wie wir im Film sagen können. Und wir haben viele Leute, Freunde gefragt, auch Schüler von mir gefragt, was sie denn an einem Film, in einem Yoga-Film sehen möchten. Und wir haben gute Gespräche geführt und saßen zusammen im Schnitt in unserem Studio und haben uns angeschaut und dann haben wir natürlich wieder dieses Vertrauen zum Universum gehabt. Und irgendwann ist, ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen, ist uns gekommen, lasst uns einen Film daraus machen, weil wir wollen natürlich den Zuschauer abholen. Und so viel Information, die da drinnen ist, so viel Herzblut, die da drinnen ist, so spannend zu gestalten, dass wir uns diesmal gedacht haben, wir mischen alles und das ist das war eine große Herausforderung, zu mischen. Wer sagt jetzt was zu welchem Thema? Aber irgendwie, wo wir dann rein eingetaucht sind, haben wir festgestellt, dass doch alles miteinander verbunden ist und dass eigentlich doch irgendwo ein roter Faden ist und Yoga überall ist, Yoga ist verbunden und wir konnten ein Ganzes daraus machen. Mir war es wichtig, dass ich Säulen schaffe in diesem Yoga-Film. Dazu gehört der Atem, dazu gehören Yoga-Übungen. Und wichtig ist natürlich auch, dass man sieht, dass
Yoga dich nicht verbiegt, sondern dass du immer nur so weit gehen kannst, wie es dein Körper in dem Moment oder an dem Tag zulässt. Und das ist mir wichtig, dass ich das anspreche und dass es ja auch nur eine Inspiration ist, sich zu bewegen, zu atmen, zu zeigen. Geh raus in die wunderschöne Natur und setz dich und höre und lausche und vor allem lausche nach innen. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, dass ich den Zuschauer abhole und inspiriere. Ja, ich hoffe, dass der Film alle da draußen inspiriert, Yoga zuzulassen oder wenn jemand Yoga macht, dass es uns gelungen ist, dass er durch diese wunderbaren Lehrer sich das gerne anschaut und ja, dass wir einfach alle miteinander verbunden sind und dass es für mich und für alle anderen da draußen eben dieses wunderbare Werkzeug Yoga gibt und dass Yoga wirklich jeden abholt und dass uns die verschiedenen gelehrten Lehrer auch zeigen, dass alles doch miteinander verwoben ist. Und das ist das Schöne an dem Film. Es war uns wichtig, dass wir den Leuten was mitgeben, dass jemand, der den Film guckt, auch was lernt. Und ich hoffe, ihr habt alle Spaß daran, den Film zu gucken. Wir schicken euch alle ganz, ganz viel Liebe und Licht. Und danke, dass ihr euch die Zeit nimmt, diesen Film zu gucken. Ja, wir sind alle eins. Namaste.